Hi und willkommen zurück zu Sherlock Holmes Chapter One. Wir haben ja beim letzten Mal das Zimmer unserer Mutter geöffnet. Leider auch kein besonders einfaches Leben hatte. Wie man gelesen hat, was sie jetzt alles an Medikamenten und was sie alles an Krankheitsbild hatte. Wir haben jetzt noch die Möglichkeit, etwas zu analysieren. Ich glaube, das machen wir mal eben. Wir wurden auch zum Schach herausgefordert. Ich kann kein Schach, also ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen. Okay, also wir brauchen -3. -3, -4 und +5. Uff. +5 blaue. Wir haben hier eine 4, aber wir haben kein +1. Wir haben hier eine 3 und eine 2. Versuchen wir es mal mit den beiden. 3 und 2. Das... Nee. So, 2 plus... Also die blauen sind schon mal gut. Die sind schon mal sehr, sehr gut. Mit den umkehren her... ich kann ja nicht einfach nur so zeigen, Mensch. Mit denen hier umkehren haben wir schon mal unsere -3. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wie wir auf die -4 kommen. -5 haben wir immer noch eins zu viel. Den umkehren, dann haben wir es. Also... Ich brauche einen etwas längeren Gang. So. Warte, wen wollte ich jetzt umkehren? Den wollte ich umkehren. Das hier wird so. Dann das und dann das und dann das. Okay. Die Analyse ergab, dass es sich bei der unbekannten Substanz um ein Halluzinogen handelt, das aus Pilzen gewonnen wurde. Okay. Also das hatten wir ja noch gelesen, das ist ein Halluzinogen. John hat mich aufgefordert, eine alte Schachpartie zu Ende zu spielen. Der Weiße König wird angegriffen. Ich muss ihn in einem Zug retten und gleichzeitig den Gegner matt setzen. John übernimmt die schwarzen Figuren. Ich habe keinen Plan von Schach. Ich weiß, dass der König sich nur ein Feld bewegen darf. Das ist alles. Und traurigerweise weiß ich das von einer Kinderserie, die meine Tochter guckt. Ansonsten habe ich wirklich keinen Plan von Schach. Ich kann es mir auch nicht genau angucken. Da ist der König. Da ist schon wieder das Problem. Ich weiß auch nicht, wie sich der da
bewegt. Ich weiß jetzt noch nicht mal, wie die Figur heißt. Nee, wir lassen die Aufgabe raus. Ich kann mich nur blamieren. Ich kann mich absolut nur blamieren. Deswegen werden wir das jetzt mal gucken. Haben wir hier irgendwelche Bubbles? Oh, wir haben hier noch einen Schrank. This room always reeked with an acrid medicinal stench. And here is the reason. This room always reeked with an acrid medicinal stench. And here is the reason. Aber eine Erinnerung haben wir hier jetzt gerade nicht wirklich, ne? Da ist noch irgendwas. Looks like it was damaged by a blunt object. Oh, it brings back some memories. Warum fliegen wir auf einmal? Nee, sah nur gerade so aus. Das bringt Erinnerungen zurück, okay? Da sehe ich nur nichts von gerade. Oder haben wir eine Fallmappe? Da haben wir was. Nach der Untersuchung, da habe ich einen chaotischen Morgenerinnerung erlebt. Ah, okay. Jetzt haben wir was. Ein Tablett. We had to put the tray with Mother's morning tea down, but why? Mother was troubled that morning. Something we did upset her. Dr. Richter tried to calm her down. The broken plate shards were all over the floor. Mycroft had to change his suit as the one he was wearing was completely stained. It's starting to ring a bell. I think it happened in the morning. Schauen wir mal, ob wir was rekonstituieren können. Das hört sich merkwürdig an. Das kann nicht sein. Ich glaube, sie ist ausgeflippt. Ich glaube fast, dass es das eventuell ist. Mutter ausgeflippt ist. It's not true. It's not real. What? Oh. Everything will be okay, Sherry. I promise. It was the morning of the 9th of April, the day my mother died. Okay. Der 9. April fing gar nicht gut an. Erst hatte Mutter eine Panikattacke und dann wurde sie hysterisch. Sie warf ihr Essen um sich, schrie ihren Arzt an, den sie Lügner nannte. John und ich waren gerade dabei, ihr ihren Morgentee zu bringen, doch als sie zu schreien anfing, bekam ich Angst. Ich konnte nicht weiter tun, als mich vor dem Bett zusammenzukauern und darauf zu warten, bis alles vorbei war. Zum Glück war John da, um mich zu beschützen und zu beruhigen. My mother, she was not just ill, but bad. God have mercy. I'm sorry. That explains why you locked the memory away. There must be more, John. That was the morning of her death. I need to know what happened. John! Every time you...
I just don't... Please, Sherry, leave it be. Just breathe, John. You know that I cannot leave the last stone unturned. We are so close. I know. But can we at least leave it for another day? Verschwindet er immer mit und mit? Heißt, wenn wir jetzt weitermachen, verschwindet er dann? Weil es kommt mir irgendwie so vor, er wirkt dadurch immer geschwächter. Je weiter wir an die Wahrheit kommen, beziehungsweise je mehr wir uns erinnern, desto geschwächter wirkt er auf mich. Nur, wir können auch nicht warten, sondern wir müssen ja irgendwo weitermachen, oder? Ich meine, gut, wir können auch noch shoppen gehen. So ist das nicht. Well, history tells us these memories are triggered by our investigation of other matters. I suspect it could not be forced even if I so desired. Thank you. How are you feeling about all this? Tell me, I'm not the only one reeling. Mir geht es nicht gut. Mir geht es gut. Ich denke mal, ihm geht es nicht gut, weil er kommt ja jetzt gerade wieder in die Erinnerung, dass er früher auch tierische Angst vor seiner Mutter hatte. Was er wahrscheinlich, was ja auch nicht extra, sondern... It feels wrong, sad. Like they're the memories of another man. I'm struggling to reconcile my love for my mother with the reality of who she was. And worse, what possessed Mycroft to lie about it? There are precious few pieces of this puzzle remaining, John. Let us dawdle here no longer. Indeed. Wait, did you hear that? Yes. Metallic souls. What is this sailor doing here? Ein Seemann. Wir haben neue Gedankenspiele. Geisteskrank. An dem Tag, an dem meine Mutter starb, brachte John und ich morgens einen Tee. Was von meiner Mutter war, ist nicht gut bestellt. Jemand klopft an die Tür des Herrenhortes. Doch ich erwarte niemanden. Schauen wir mal, wer es ist. Vielleicht ja mal unser Bruderherzchen. Wer bist du? Sherlock Holmes, isn't it? I was looking for you. Du bist nicht unser Bruder. With whom Jugendach. do I have the pleasure of speaking? You can call me your new game. The rules are simple. I have something for you, but you alone must work out what that is. And that something is my prize, I suppose? You're a fast learner, sir. Bitte? Rosa Farbe in den Haaren. Hat vor kurzem gemalt. Matrose, alt und abgetragen. Makellose Hände, keine körperlichen Spuren. Ach, lass mich raten. Schauspieler? Linkshänder. Verbirgt etwas. Als Matrose verkleidet. Ein Mann, der Matrosenuniform suchte mich auf und teilte mir mit, dass er ein neues Spiel sei. Mein neues Spiel sein. Rosafarbener Klecks in seinem Haar verrät mir, dass der Mann
mit der Kunstwelt zu tun hat. Seine Hände zeigen keine Spuren regelmäßiger körperlicher Arbeit, keine Schwielen, keine Hornhaut. Dies widerspricht jedoch mit dem Auftreten als Matrose. Nur sehr wenige Künstler kennen meinen Namen oder wissen, wo sie mich finden können. Von daher ist Werner Vogel die naheliegendste Wahl für den Spielleiter. Angesichts des quadratischen Objekts in der Tasche des falschen Matrosen folgere ich, dass er ein Angestellter von Mr. Vogels Kunstgalerie ist und eigentliche Grund für seinen Besuch darin besteht, mir eine Einladung zu überreichen. Ja, ich denke mal, das ist es, aber wir gucken trotzdem mal, was da oben steht, was bei Matrose, der gerne mal spielt. Ein Mann in Matrosenuniform suchte mich auf und teilte mir mit, dass er mein neues Spiel sei. Seine Hände zeigen keine Spuren regelmäßiger körperlicher Arbeit, keine Schwielen, keine Hornhaut. Doch aufgrund der alten, zerschlissenen Uniform, die er trägt, gehe ich davon aus, dass er noch als Matrose im Dienst ist. In seinen Haaren ist rosafarbener Klecks, der vermutlich nahelegt, dass er auf irgendeine Weise mit der Kunst zu tun hat. Angesichts des kleinen quadratischen Objekts in der Tasche des Mannes folgere ich, dass der eigentliche Grund für seinen Besuch darin besteht, mich zu seiner Kunstausstellung einzuladen. Wir bleiben bei verkleideter Matrose, also als Matrose verkleidet. I cannot believe that Mr. Vogel has somehow successfully called my attention to his gallery. You're here with an invitation to visit it, obviously. My word, you are fast, Mr. Holmes. Could you explain how you came to that conclusion? Of course. Explanations are my favorite part of any conversation. Hands without any sign of regular physical activity in contradiction to one who would most usually wear such a uniform. The paint in your hair is pink. I don't know of any military service that paints their ships pink, unless they have launched a new fashionable fleet. A sailor with the soul of an artist? I would suggest rather a gallery employee disguised as a sailor to mislead me. How many artists on the island know where I live and of my passion for deduction? Werner Vogel is clearly at the top of the list. And you've been attempting to conceal something square-shaped within your pocket. An invitation, I suppose. An invitation to Mr. Vogel's gallery. That was remarkable, Mr. Holmes. Mr. Vogel was right about your genius. I think he may have even underestimated you. This is your invitation. Please tell Mr. Vogel that the seed has been planted. He asked me to tell you to do so, if you win this little game. Farewell. Einladung in Werner Vogels Kunstgalerie. Mein lieber Sherlock Holmes, wie Sie ohne Zweifel bereits herausgefunden haben dürften, möchte ich Sie zu meiner Kunstausstellung einladen. Dabei geht es mir allerdings nicht nur darum, dass Sie sich an der Schönheit der Werke erfreuen können, vielmehr benötige ich Ihre genialen Fähigkeiten. Die Galerie befindet sich in der Karawanserei an der Kreuzung Bazaar Road und Hermes Avenue in der Altstadt. Ihr treuer Freund WV. Neuer Fall. Juche. Juche. Altstadt. Bazaar Road, Kreuzung Bazaar Road, Home, Hermes Avenue. In der Altstadt. Bazaar Road. Bazaar. Da ist Hermes. Ach ja. Okay, da müssen wir hin. Ist auch die perfekte Uhrzeit gerade. So mitten in der Nacht.
kann man noch mal eine Galerie besuchen. Wir suchen eine weiße Tür, weil es sind immer weiße Türen, wo wir rein können. Die war nicht weiß, die war eher bläulich. Okay. Mr. Holmes, you came. Oh, how kind. Though now, of course, I realize it is because of my game, not the works on display. It needn't be one or the other. Your man's disguise was easily debunked, Mr. Vogel, but I shall admit that you planted in me the seed of curiosity. Ah, terrific. I had no doubt you'd put the pieces together. Let us call it an opening gambit before the real game begins. So, this little game of yours, what's it about? An enigma to solve. A locked area in the basement with no windows found brutally vandalized. I have no clue how it was possible. What about this intrusion? What happened? Last night, I was about to leave the gallery when I heard a noise downstairs. I went to the basement, but I didn't see anything out of the ordinary. It was admittedly a rudimentary inspection. It is not uncommon to get rats down there, so seeing nothing of note, I left and locked up the building. When I returned this morning, alas, I discovered that part of the exhibition had been torched, and there was no sign of the intruder. The mystery being, of course, that all the doors to the gallery were locked exactly as I left them. And the door to the basement is the only entrance? Correct. Tell me you're not intrigued. Okay, und wie schaut's mit dem Keller aus? And this locked area downstairs, what exactly was it? The under gallery. It's always shut, and I'm the only one with the key. Ah, so this is your private collection, not part of the gallery. Oh, no. It's an exclusive exhibition of eccentric pieces. Only a select cadre of artists, investors, and collectors are admitted. Not everyone deserves to have their eyes opened. Well, this matter is certainly within my wheelhouse. This intrusion troubles me. Please take a look around if you're willing. The under gallery is through the door at the end. I will see what I see. Moment, hier oder da? Oder da? Oder da? You sure you don't like art, Sherry? Wir schauen uns ja die Kunst ein bisschen an. Okay, da geht's runter. Back home, we've got a taxidermist. He's gonna have a heart attack when he sees what I bring him. Oh. Fußabdrücke. The left step's length is shorter than the right. It indicates that the walker was lame. 29 oder 24? Old and hasn't been used for a long time. A true artist never shows an unfinished piece. A true artist never shows an unfinished piece. Sherry, how about some company in that dreary chamber of yours? Leave my loneliness unbroken, John. Okay, da hat sich also jemand im Sarg versteckt. A handprint of the thing from another world. But it looks fresh, and its coal origin ruins the effect of the extra mundane. Sodden and mold-ridden. One presumes deliberately. The parasites of creativity. Or just a reflection of the artist's
recreational interests. Saturn devouring his sun. Oh, grim composition. Unflinching in its ferocity, yet somehow beautiful. Oder? Schwere Kette. Ugh, sheer vandalism. Only an ignorant person could do such a thing. A Malpalbot. Coal fingerprints. I think we're looking for a man with a coal moustache. Okay, wir haben ein paar Gedankenspiele. Hand- und Schuhabdrücke aus Kohlenstaub. Hand- und Schuhabdrücke aus Kohlenstaub. Eindringling ist Raucher und hinkt. Ich denke mal, die beiden können noch nicht zusammen. Nein. Fallmappe. Was haben wir denn hier? Gemälde. Im White-Raum wurden alle Gemälde abgehängt und auf dem Boden befindet sich Asche von verbrannten Gemälden, aber auch ein leerer Bilderrahmen in der Nähe davon. Closed with a metal bolt. Okay. Footprints. Size 9.5. Hm? Kratzer frisch. So, schauen wir uns doch mal ein wenig. Ja. Was wäre da sonst? Ja, irgendwie glaube ich, dass er das vielleicht sogar wirklich selber war. Nein. Innen auf der Tür der Kohlenrutsche sind frische Kratzer und Magnetspäne.
Wir gucken jetzt einfach mal, was passiert, wenn von ihm alles präpariert wurde. Was sagt Shadi You're not dazu? even trying, Sherry. Concentrate. Okay. Mm. You're not even trying. Ja, ist ja Sherry. gut. Concentrate. Stimmt. Also, er könnte da drin gewesen sein. Er könnte ebenso aber auch da drin. Aber er kann auch sein, dass er vielleicht... Aber nee, macht ja keinen Sinn, weil das ist ja... Der Handabdruck war da ja auch. Da war der Handabdruck. Würde ich sagen. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Jones in die Untergalerie sagen. Aus Kohle auf dem Deckel. Schuhabdrücken aus Kohle. Ja, einmal prall. Hier ist nichts passiert, ne? Ne, hier gibt's nichts. Es gibt hier nichts zu sehen. The Ernsthaft? intruder entered the basement through the coal chute. He used a magnet to open the hatch bolt. He accidentally pushed a shovel to the floor. Vogel heard the noise. At the sound of his approaching footsteps, the intruder hid inside the coffin. When Vogel entered the basement, he failed to notice anything strange and left without properly checking. The intruder waited until Vogel had left the caravanserai before burning the paintings in Wilde's room. But the vandalism was a cover for the theft. Okay, ja gut. Da hätte ich auch so drauf kommen können, ne? Nur die beiden. The pieces are not what I expected. What do you think my collection is about? Es geht um Dekadenz, es geht um den Verfall. Es geht um den Tod. Verfall? Extravagant paintings have been left to rot in a basement. A commentary on decay and the crumbling of society, correct? I don't know. Well, that's absurd. Of course you know. It's your gallery. There is no one answer, no singular truth, but many filtered through the subjective mind. That forgetting, embellishing, lying machine. Besides, what's wrong with a lie if it makes life more interesting? What's wrong with a lie? It corrupts the ability of others to behave freely and rationally. Men never act freely and rationally anyway. It matters not what is or isn't in the end. The only important thing is how you feel. And I simply want to feel and consume as much as I can. Don't you? Feelings are simply one's animal ancestry trying to wrest back control of the brain. I try to avoid the distraction. You try not to feel, even in a place like this? None of it moves you? To be frank, I struggle to maintain even a whit of interest in art. But Mr. Holmes, it is joy incarnate, mankind's greatest achievement. Mankind's highest achievement above all others is objective and rational thought. I see then why you dislike art, for it means whatever you want it to. Or perhaps, Mr. Vogel, I was lying. Aha.
Der Fall war interessant, der Fall war trivial. Ja, eigentlich war er. Mr. Vogel, I have confirmed that the intruder was an average-sized, flexible Malpal smoker with a limp. As it happens, the vandalism was a cover. The true intent was to steal a painting without your knowledge. The fact is, one of the pieces from the Wild Room is not in the wreckage. What? That is extraordinary. Denkender Eindringen. The fire was a clever attempt to hide a stolen painting, even if it didn't fool me. I found the remnants of an empty frame in the pile of ashes. The canvas had been removed. Do you know which paintings in the Wild Room may have interested a thief? Were any particularly expensive? Those pieces belong to a well-known artist named Boniface Mercurio. They're controversial, but not of a notably high value. This thief was familiar with the gallery, and he was sporting a limp. Do any of your clients or artists come to mind? My, your attention to detail is remarkable, Mr. Holmes. I should introduce you to Bosch's works. Alas, I'm afraid I cannot suggest a culprit. The intruder entered the basement through the coal chute. He used a magnet to open the latch and dislodged the shovel while doing so. That's the noise you heard yesterday. When you went downstairs to investigate, he hid in the coffin. It seems I should have checked the space more thoroughly. There's something more, is there not? I can see it in your eyes. Indeed. There is another intriguing angle. I recently received an anonymous offer for one of Mercurio's works. The sum was more than fair, and indeed could have saved Mercurio from his artistic poverty. But he declined it. Was it a performative whim? Some artists lionize pain and hardship as if their work would be worse after a meal and a hot bath. I cannot tell. But not only did he refuse the deal, he insisted on displaying the painting in the public space. I was hoping to change his mind, but artists are a special breed of stubborn. So where can I find Boniface Mercurio? I know he lives somewhere in Old City, but couldn't be more specific. He's a prominent figure, so finding him shouldn't be a problem. What was depicted in the piece? A bound woman, wrapped in robes, being penetrated by a red devil that stared at us, the viewer. The beast had numerous tails growing from his back, and a large crowd gathered around the pair, silently watching the orgiastic scene. Okay, well, given the nature of the other works on display, it's hard to see why that one stood out. What could possibly be its value? The evaluation of art is very subjective, Mr. Holmes. After all, art is everything. A poem, a bruise, the beads of sweat on your beloved skin. Even a masterfully solved crime. I'm not sure I see the connection. Regardless, the painting was one of a series called The Sabbath Night in Cordona. The works depict sex, violence, and other controversial acts that life, for better or worse, contains. Ah, I see. I'm not sure that you do, but that can wait for another time. Well, I believe I have enough to begin. Thank you, Mr. Vogel. Your gallery certainly has unexpected depths. I'm delighted to have been able to please a friend. In return, I expect you to come back with good news. Or at least with a good story. Hört sich leicht gefährlich an. So wie er das Bild beschrieben hat. Gut, aber heute sind wir mehr als lang genug dran. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Falls auch noch nicht, habt auch sehr gerne ein Abo. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bye.